und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Wir stricken heute ein traumhaft schönes Dreieckstuch mit Muster zusammen. Weihnachten kommt bekanntlich immer schneller als man denkt und deshalb möchte ich bereits jetzt damit anfangen, besondere Geschenke zu stricken. In meinem Buch Kuschelstrick für kalte Tage habe ich ein sehr ähnliches Tuch mit euch geteilt. Dieses Dreieckstuch ist aus der Kashmir Light von Langjans gestrickt und jeder, der dieses Garn schon mal in den Händen hatte, weiß, dass es an Weichheit kaum zu übertreffen ist. Und weil ich dieses Tuch so sehr liebe, möchte ich heute eine ähnliche Version mit euch aus der Suri Alpaka und der Lace Lamé stricken. Natürlich gibt es neben der Videoanleitung auch eine schriftliche Anleitung. In dieser findet ihr beide Anleitungen zum Preis von einer und ich würde mich natürlich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet und die Anleitung kaufen wollt. Als kleinen Anreiz bekommt ihr mit dem Code YouTube15 zusätzliche 15% Rabatt. Alle Produkte, die ich heute in diesem Video verwende, habe ich euch außerdem unten in der Infobox verlinkt. Selbstverständlich findet ihr dort auch die traumhaften Garne von Langjans und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ein großes Dankeschön an Langjans aussprechen für die Unterstützung von diesem Video heute. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich übrigens immer riesig über einen lieben Kommentar und einen Daumen nach oben und ich würde sagen, jetzt habe ich wirklich genug gequatscht, ran an die Nadeln, los geht's! Wie bereits angekündigt, stricken wir heute mit einem wirklich sehr edlen, sehr warmen, wunderschönen Garn und zwar der Suri Alpaka von Langjans und das ist tatsächlich ein 100% Alpaka-Garn, also es ist super, super flauschig. Und da ich das Ganze aber noch eine Nummer edler haben möchte und das ja gerne zu Weihnachten verschenken möchte, werde ich zusätzlich noch hier die Lace Lam oder Lame, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, von Langjans verwenden. Das ist ebenfalls ein sehr, sehr hochwertiges Garn, auch sehr, sehr flauschig, aber wie ihr schon seht, es hat noch so ein bisschen Glitzer mit drin. Also das passt natürlich wunderbar zu Weihnachten. Und dieses Garn ist aus 55 Mohair Super Kit, 30% Seide und das spürt man natürlich auch sehr. Und dann hier nochmal, damit es sich nicht so ausleiert, 8% Polyester und 7% Polyamid. Und da diese beiden Töne sich so minimal unterscheiden, ich habe hier übrigens einmal die Farbe 79 und hier habe ich die Farbe 91, erhalten wir zusätzlich noch so eine kleine Melierung. Das finde ich ja immer sehr, sehr schön. Und ihr seht auch schon hier, dieses Glitzergarn, das fällt nicht so arg auf, aber es macht eben einfach nochmal diesen wirklich sehr edlen Touch und natürlich ist es auch einfach super weich, passt also perfekt zu unserem Tuch. Ich stricke das Tuch außerdem mit Rundstricknadeln, die hier sind jetzt 5,5 mm breit und ich starte jetzt hier mit einem 100 cm langen Seil. Ich kann euch aber schon mal verraten, dass das am Ende nicht mehr reichen wird und deswegen arbeite ich immer mit so einem Nadelsystem. Bedeutet, ich kann dann hier diese Nadel einfach abmachen, das hier ranschrauben und das sozusagen verlängern und hier dann die andere Nadel noch ranschrauben. Solche Nadelsysteme finde ich immer sehr praktisch, weil ich finde es ein bisschen nervig, wenn man direkt irgendwie mit 150 cm oder so losstrickt. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Für den besonderen Flauscheffekt stricke ich dieses Tuch jetzt übrigens dreifädig und zwar nehme ich 2 Fäden hier von der Suri Alpaka und einen Faden von der Lace Lamé heißt es übrigens, glaube ich. Ich glaube, Lamé spricht man es richtig aus. Und ihr könnt natürlich das auch ohne die Lamé machen, wenn ihr das nicht möchtet mit dem Glitzer. Aber wie gesagt, das fällt nicht so stark auf. Es ist einfach wirklich sehr, sehr schön und edel und macht eben auch noch so eine kleine Melierung. Und entweder nehmt ihr dann einfach 2 Knäuel zur Hand, wenn ihr hier 2 Fäden haben möchtet. Oder ihr macht das wie ich. Ich mache das nämlich immer so, dass ich einfach den äußeren und den inneren Faden zusammennehme. Also heißt, ich mache das hier auf und suche mir einmal hier den äußeren Faden, also den kann man ja hier einfach so abziehen
Und dann hat man eben innen im Knäuel, da muss man manchmal ein bisschen suchen, aber findet man dann auch immer relativ schnell, ist nämlich irgendwo dann der Innenfaden, also das Ende sozusagen. Und dann, wenn wir den gefunden haben, wie gesagt, manchmal geht es ein bisschen kniffliger, dann kann man nämlich den auch einfach, da ist er, rausziehen und somit kann man dann einfach mit beiden Fäden, also heißt, ihr habt dann einfach nur ein Knäuel, aber könnt dann sozusagen zweifädig ein Knäuel verstricken. Das finde ich immer sehr praktisch, also so mache ich das immer, das geht ja auch ganz einfach, wie ihr seht, es zieht sich schön ab oder ihr könnt dann euch einfach zwei Knäuel nebeneinander legen. Noch eine kleine Info vorab, ihr kennt das vielleicht ganz oft so, dass man hier unten an der Spitze startet und dann nach oben strickt. Dadurch würden wir aber nicht dieses wunderschöne Muster bekommen, das ich hier haben möchte und deswegen starten wir bei diesem Tuch hier in der Mitte, also heißt bei der langen Seite, es geht hier los und wir stricken uns dann sozusagen von Dreieck nach Dreieck weiter nach außen. Dafür schlage ich mir jetzt erstmal 3 Maschen an und wie gesagt, wir nehmen die Fäden zusammen, also das sind 3 Fäden, aber das zählt dann wie eine, also stellt euch einfach vor, das ist jetzt ein Garn. Genau, dann schlage ich 3 Maschen an. Ich nehme dazu die Nadeln übrigens immer doppelt für den Anschlag, damit das schön locker wird. Also 1, 2, 3 und das ist jetzt auch schon unser fertiger Anschlag, also diese 3 Maschen und dann kommen wir auch direkt zu unserer ersten Reihe, das ist eine Hinreihe und wir machen jetzt erstmal ja ein graues rechtes Muster, bedeutet der Faden liegt immer hinter der Arbeit, weil wir nur rechte Maschen stricken und jetzt stricken wir erstmal eine rechte Masche. Anschließend folgt jetzt ein Umschlag und ein Umschlag wird so gearbeitet, dass wir den immer von vorne nach hinten über die Nadel legen. Das ist ganz wichtig, dass ihr den richtig rum drauf legt, sonst ergibt sich nämlich kein Loch und dieses Loch wollen wir ja haben, damit unser Muster dann wirklich auch gut aussieht. Und dann stricken wir die zweite Masche hier von dem Anschlag rechts ab und dann machen wir wieder einen Umschlag. Also von vorne nach hinten über die Nadel und wieder eine rechte Masche. Bedeutet, wir haben jetzt 2 Maschen zugenommen, weil wir 2 Umschläge gemacht haben. Und die Rückreihen, also das ist ganz, ganz einfach, die stricken wir einfach nur immer rechts ab. Also heißt, alle Maschen einfach nur rechts abstricken. Übrigens auch die Umschläge, die werden wie ganz normale Maschen gehandhabt. Also alle rechts abstricken und dann haben wir jetzt hier diese 5 Maschen rechts abgestrickt. Dann drehen wir uns die Arbeit wieder um. Man strickt nämlich immer von rechts nach links. Und dann kommen wir auch schon zur dritten Reihe, wieder eine Hinreihe. Und in der Hinreihe machen wir immer unsere Zunahmen und in der Rückreihe stricken wir immer alle einfach nur rechts ab. Also heißt, jetzt sind wir wieder in einer Hinreihe. Die Hinreihe sind immer die ungeraden Reihen. Und da stricken wir jetzt eine rechte Masche. Dann folgt ein Umschlag, dann kommt wieder eine rechte Masche, dann kommt ein Umschlag, dann wieder eine rechte Masche, ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag und eine rechte Masche. Das war jetzt wahrscheinlich die komplizierteste Reihe, weil wir hier jetzt viele Umschläge gemacht haben, aber ihr werdet gleich sehen, warum. Wir haben jetzt nämlich sozusagen unser Gerüst gebildet, nämlich haben wir hier die erste Masche ist sozusagen die Randmasche und nach der Randmasche kommt immer ein Umschlag, dann werden immer alle Maschen einfach gestrickt. Ich hole mir das Tuch dazu, dann könnt ihr es ein bisschen besser verstehen. Also heißt, hier sind immer diese Randmaschen, dann folgt ein Umschlag, dann kommt das Muster bis zur mittleren Masche, da kommt davor ein Umschlag, dann die mittleren, nochmal ein Umschlag und dann wieder das Muster, ein Umschlag und eine Randmasche. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an. Ihr könnt aber natürlich in der schriftlichen Anleitung alles nochmal ganz genau nachlesen. Ich finde es ja immer ein bisschen einfacher mit schriftlichen Anleitungen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt den schwierigsten Part sozusagen schon gemacht, den Grundstein gelegt und jetzt können wir einfach wieder eine Rückreihe machen. Das ist die 4. Reihe und da stricken wir alle Maschen einfach wieder nur rechts ab.
auch die Umschläge. Übrigens noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr euch nicht so sicher seid mit Maschen zählen und gerade weil hier natürlich auch viele Umschläge und so weiter sind und ihr jetzt nicht sicher seid, in welcher Reihe ihr jetzt gerade seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall einen Reihenzähler zur Hand zu nehmen oder das Ganze altmodisch einfach mit einer Strichliste mitzuschreiben, dass ihr da nicht durcheinander kommt. So, dann kommen wir jetzt auch schon zur 5. Reihe und im Prinzip geht es ab jetzt erstmal immer gleich in diesem Abschnitt, also in diesem krausrechten Abschnitt. Wir machen immer eine rechte Masche, also das ist unsere Randmasche und nach der Randmasche machen wir einen Umschlag. Dann stricken wir alle Maschen bis zur Mittelmasche, also in diesem Fall sind das jetzt 1, 2, 3, hier ist unsere mittlere Masche, stricken wir alle Maschen nach dem Umschlag immer rechts, also 1, 2, 3 und vor unserer Mittelmasche kommt ein Umschlag, die mittlere Masche wird wieder rechts gestrickt und nach der mittleren Masche machen wir immer nochmal einen Umschlag und dann stricken wir einfach bis zur letzten Masche alle Maschen rechts ab. Und vor der letzten Masche, also vor unserer Randmasche sozusagen, machen wir wieder einen Umschlag. Und die letzte wird wieder einfach rechts abgestrickt. Und dann kommen wir zu der Rückreihe. Das ist dann die 6. Reihe. Und die Rückreihen sind immer wirklich einfach, weil da stricken wir immer einfach alles rechts ab. Also alle Maschen rechts abstricken. In dem krausrechten Muster immer so weiter, aber wir machen es noch einmal zusammen. Wir sind jetzt wieder in einer Hinreihe und in der Hinreihe werden die Umschläge gestrickt und das ist jetzt die Reihe Nummer 7, also bedeutet, wir machen es wie immer gleich. Wir machen eine Randmasche, die wird ganz normal rechts abgestrickt. Nach unserer Randmasche folgt immer ein Umschlag und dann stricken wir alle Maschen bis zur Mittelmasche rechts ab. Übrigens, falls ihr noch komplette Anfänger seid und euch das nicht so gut merken könnt oder da nicht immer mitzählen wollt, also ich erkenne das ganz gut, dass das die Mittelmaschen sind, weil davor und danach ja die Umschläge sind. Wenn ihr das nicht so gut erkennt, könnt ihr davor und dahinter einfach einen Maschenmarkierer machen, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Und dann wieder, wie vorhin erklärt, vor der Mittelmasche einen Umschlag machen, die Mittelmasche wie immer rechts abstricken und nach der Mittelmasche wieder einen Umschlag. Und dann stricken wir alle Maschen bis zur letzten wieder ab und vor der letzten Masche kommt ein Umschlag und die letzte wird wieder ganz normal rechts abgestrickt. Dann kommen wir wieder zu einer Rückreihe und bei der Rückreihe ist es wieder ganz einfach. Wir stricken einfach alle Maschen rechts ab und das ist jetzt auch schon meine 8. Reihe. Und wie es funktioniert, wisst ihr jetzt, glaube ich, auch schon ganz gut. Und jetzt könnt ihr auch schon, wenn ihr euch das mal so ein bisschen hier wegzieht, erkennen, dass wir eben immer so im Dreieck stricken. Also heißt, das wird hier die lange Seite und wir stricken immer zack, 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 zack und so weiter und so fort. Und ihr könnt es euch ja jetzt denken, wie es weitergeht. Also wir kommen jetzt zur 9. Reihe und auch hier machen wir dann wieder unsere Zunahmen. Also es sind in jeder Reihe immer 4 Zunahmen, heißt wir machen eine Randmasche, Zunahme, alle stricken bis zum mittleren, Umschlag, dann wieder die mittlere stricken, nach der mittleren den Umschlag, alle wieder rechts stricken und vor der letzten nochmal einen Umschlag. Und das könnt ihr jetzt so lange machen, wie ihr dieses Muster eben haben wollt. Wir wollen bei diesem Tuch ja aber hier so ein tolles Streifenmuster einbauen und deshalb stricke ich das, bis ich insgesamt 10 Reihen gemacht habe, heißt mir fehlen jetzt noch 2 und danach kommen wir zu diesem Part. Ich stricke das jetzt mal eben fertig und dann zeige ich euch, wie es hier weitergeht, damit wir dann eben dieses schöne Glatt-Rechts-Muster auch noch erhalten. So, dann habe ich jetzt die 10. Reihe fertig gemacht und jetzt geht es eben weiter mit unserem glatt-rechten Muster. Und hier geht es erstmal noch genauso weiter, wie ihr es gewohnt seid. Und zwar stricken wir wieder genauso, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, mit ganz normalen rechten Maschen und den gleichen Zunahmen. Also bedeutet, wir starten wieder
Wie immer mit einer rechten Masche, machen einen Umschlag, stricken alle Maschen bis zur mittleren ganz normal rechts ab. Dann machen wir vor der Mittelmasche hier einen Umschlag. Die mittlere stricken wir rechts, machen danach wieder einen Umschlag und dann wieder alle Maschen rechts bis auf die letzte. Und dann folgt wieder der Umschlag und eine rechte Masche. Also alles wie gehabt. Aber jetzt kommt der Clou, jetzt kommt nämlich der Unterschied, was wir jetzt machen, dass wir eben ein glatt rechtes Muster bekommen. Und zwar geschieht das ganz einfach auf der Rückreihe. Und hier ist es jetzt so, dass wir anstatt alle Maschen ganz normal rechts abstricken, dass wir die links abstricken. Und beim Linksstricken, merkt euch, das ist der Faden immer vor der Arbeit. Und dann fahren wir nicht wie gewohnt hier so rum mit der Nadel rein, sondern wir stricken von rechts nach links, gehen wir durch den Faden durch, holen uns den und stricken dann die Masche ganz normal links ab. Und so machen wir es natürlich auch mit unseren Umschlägen. Also Umschläge werden tatsächlich immer wie ganz normale Maschen behandelt. Also heißt, den Faden vor der Arbeit von rechts nach links durch unsere Masche stechen und den Faden holen. Und so machen wir dann die linken Maschen. Und das ist auch schon der ganze Zauber. Also bedeutet, in den Rückreihen, da stricken wir die Maschen dann nicht alle rechts ab, sondern wir stricken sie alle links ab. So, und wenn wir uns das jetzt umdrehen und mal wieder hier so schön hinmachen, wie es ja dann eigentlich gehört, dann sehen wir das schon ein bisschen. Also hier wird das dann nämlich einfach nicht mehr kraus rechts, sondern glatt rechts. Und wenn wir das Ganze dann jetzt noch ein paar Reihen wiederholen, also ich habe es so gemacht, dass ich immer jeden Musterabteil, also heißt, das ist ein krausrechter Abteil und das ist dann der rechte Abteil, dass ich den immer über 10 Reihen gemacht habe. Ich zeige es hier nochmal, da sieht man es nochmal ein bisschen besser. Also immer 10 Reihen, dann haben wir hier schöne gleichmäßige Abstände. Und wenn ihr, wie gesagt, ein bisschen Probleme habt mit dem Zählen, dann macht euch am besten immer eine Strichliste. Und ansonsten könnt ihr jetzt einfach mal ganz in Ruhe vor euch hinstricken. Genießt es. Ich finde, das macht total Spaß, dieses Tuch zu stricken, weil es total mindless geht und auch relativ schnell geht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich am Ende angekommen bin. Da zeige ich euch dann, wie wir dieses Tuch abschließen. Ich habe jetzt eine ganze Weile in diesem Schema weiter gestrickt und ich persönlich finde diese Größe jetzt schon ganz gut. Also ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 von diesen krausrechten Seiten und 1, 2, 3, 4 von diesen glattrechten Abschnitten. Und ihr seht schon, das ist jetzt wirklich sehr schön gewachsen. Also für mich ist das jetzt eine schöne Größe. Ihr könnt das natürlich so groß machen, wie ihr möchtet. Wichtig ist im Prinzip nur, dass ihr hier mit so einer krausrechten Seite, also eine Seite geht ja immer hier so ein ganzes Dreieck lang, dass ihr mit so einer endet, weil wenn ihr mit dieser hier enden würdet, dann würde sich das Tuch nachher einrollen am Ende und das wäre natürlich nicht so schön. Das ist jetzt übrigens, was ich noch übrig habe. Also das ist jetzt hier mein 5. Knäuel, das ich angenadelt habe und das ist immer noch das erste. Also ihr seht, das ist sehr, sehr, sehr ergiebig. Und wenn ihr aber nicht so viel übrig haben wollt wie ich, dann könnt ihr natürlich hier diesen letzten Part auch einfach noch ein bisschen breiter stricken. Ich glaube, das sieht auch ziemlich cool aus. Aber ich möchte, dass die alle gleich groß sind und deshalb kette ich das jetzt ab. Und wie ich das abkette, das zeige ich euch jetzt. Dafür starte ich im Prinzip wieder einfach eine neue Reihe und stricke jetzt die erste Masche wie gewohnt rechts ab. Und dann ziehe ich mir das Ganze so ein bisschen weiter, damit das so schön locker auf der Nadel liegt und nicht so eng. Und dann stricke ich die nächste auch einfach rechts ab. Also wir machen jetzt keine Umschläge mehr, sondern wir ketten jetzt wirklich einfach nur noch ab. Und auch diese Masche ziehe ich mir so ein bisschen weiter, damit die schön locker auf der Nadel liegt. Und dann fahre ich von links nach rechts durch die erste Masche, die ich gestrickt habe, und ziehe sie mir über die eben gestrickte drüber. Und somit habe ich jetzt die erste Masche abgenommen. Ich zeige es nochmal, also hier wieder schauen, dass das schön locker drauf liegt, damit sich das am Ende dann nicht zusammenzieht. Dann stricke ich die nächste Masche rechts ab,
auch die wieder schön locker ziehen. Und dann fahre ich durch die zweite Masche auf der Nadel von links nach rechts durch und hebe sie mir über die erste drüber. Und somit habe ich jetzt 2 Maschen abgekettet und so geht es auch die ganze Zeit weiter. Heißt, ich stricke eine Masche und hebe mir die nächste Masche über. Ich stricke eine Masche und hebe mir die nächste Masche über. Und jetzt könnt ihr das auch schon ganz schön hier erkennen. Also es gibt einfach wirklich einen sehr hübschen, gleichmäßigen Abschluss. Und das machen wir jetzt einmal rundherum um das ganze Tuch, bis wir alle Maschen abgekettet haben. Und das habe ich jetzt mal ganz kurz für euch vorgespult. Also ihr seht, wir haben jetzt hier wirklich einen sehr hübschen Abschluss. Und so sieht das Tuch übrigens von der Rückseite aus. Jetzt müssen wir die ganzen Fäden nur noch vernähen. Dazu verlinke ich hier euch auch nochmal ein Video, wie ihr das perfekt machen könnt, damit man da dann nichts mehr sehen kann. Und dann ist euer Tuch auch schon fast fertig. Jetzt fehlt nur noch das Wasserbad. Also am besten das Tuch nochmal in ein 5-minütiges lauwarmes Wasserbad geben und dann trocknen lassen und fertig. Das Dreieckstuch ist wirklich ein absoluter Wintertraum und das einzige Problem, was ich nun habe, ist, dass ich es so schön finde, dass ich es am liebsten selbst behalten würde. Wenn euch das Tuch genauso gut gefällt wie mir, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazulassen. Auf meinem Kanal findet ihr übrigens viele weitere tolle Strickanleitungen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin!